Was geht ab, meine kleinen Ras? Hier ist Rahim, ihr habt richtig gehört, dieses Rahim. Und Dana. Yeah, wir sind hier auf dem krassesten Rundum-Musikkanal, den es hier auf YouTube gibt. Und Dana wird immer besser als Co-Moderatorin. Ihr wisst es, sie ist unten verlinkt. Instagram, YouTube macht sie auch demnächst, denn sie wird sich um die ganzen Fashion- und Beauty-Themen kümmern rund um die Welt. Nicht nur K-Pop, aber ich habe gehört... Alles. Ihr wollt unbedingt, dass es da eine Verwandlung von mir in einen K-Pop-Star gibt, was ich nicht so ganz nachvollziehen kann. Aber ja gut. Ihr wollt unbedingt, dass ich... Du willst es. Ich will es... Tief im Innern willst du es. Also es interessiert mich schon ein wenig. Ich muss es ja zugeben. Vor allen Dingen ist aber die Sache, ich müsste mich ja dann definitiv rasieren. Das geht ja dann nicht anders. Ja, als ob du dich noch nie rasiert hättest. Aber ich sag dir eins. Es wird teuer. Aber jetzt... Oh. Wegen den Outfits. Ja. Und das Make-up. Ja. Ja gut, ich habe mich schon mal rasiert, aber es ist auch schon wieder echt lange her und gerade genieße ich es Aber auch. du musst allglatt rasiert werden. Vielleicht machen Ja, wir nass. Waxing im Also Gesicht. nass habe ich mich schon lange... Ja, Waxing im Gesicht. Ich glaube, du Waxing. spinnst. Guck mal, auf was für Ideen ihr dir bringt. Also Nassrasur im Gesicht hatte ich schon lange nicht mehr und ich glaube, das brauche ich gerade auch echt nicht. Naja, so. Folgendes, wir sind jetzt bei Big Bang endlich gelandet. Ihr habt uns ja schon lange gefragt und wir haben uns gedacht, heute ist es soweit. Wir haben gerade eben ein Video über die Sex-Scandals und alle anderen Scandals, die es in der Big Bang-Gruppe gab, gerade angeschaut. Das haben wir sogar mit aufgenommen und hochgeladen, falls euch das interessiert. Ist hier die Infokarte. Okay. Wenn Dana es nicht vergisst. Ich weiß Bescheid. Da die Infokarte und da könnt ihr euch das jetzt angucken. Es ging ein bisschen länger, so 25 Minuten, also noch im Rahmen. War aber eine gute Auseinandersetzung mit Passanten und eben wirklich Koreanern, die da irgendwie auch drin waren, ganz gut angeschnitten. Fand ich jetzt nicht schlecht. Guckt euch das mal an und lasst uns mal gemeinsam da austauschen in den Kommentaren. Ansonsten, das sprechen wir am Ende hier nochmal an und das hier auch. Ich habe schon wieder ein kleines Päckchen hier. Ich habe es eigentlich schon den ganzen Tag hier stehen, habe es, glaube ich, einmal nur kurz nebenbei erwähnt. Aber was ist denn da drin? Das sage ich euch bei 15.000 Instagram-Followern. Es ist nicht mehr viel. Also das können wir jetzt echt machen. Es ist was Kleines. Also jetzt haut mal in die Tasten, Leute. Strengt euch auch mal ein bisschen an. Oh, der Dana. junge Mann hier sitzt hier stundenlang die ganze Nacht. Ja, es ist macht wirklich, 20 Videos am Stück. Von nichts kommt nichts. ja, es ist wirklich die ganze Nacht. Wir sitzen hier mittlerweile. Oh. Hey, als ob. Hey, ich muss noch Thumbnails machen und Beschreibungen. Es ist 10 vor 4. Oh Gott. Planung. Okay, wir fangen mit dem Video an. Schneller. Ist halt 4 Jahre alt, ne? EDM. Achso, Oh, das sieht aus wie ich habe der den Timer Apple. fast vergessen. Ich mache das jetzt alles immer mit Timer, damit das nicht hier zu lange dauert und ihr mit mir schimpft. Welcher ist das? G-Dragon? Ja, die sind jetzt so mega cool. Der sieht richtig cool aus. Und seinen pinken Haaren. Ich finde die Stimmen ein bisschen leiser, also verglichen zu dem Rest sind die Stimmen ein bisschen leiser, oder? Ja. Kannst auch lauter machen. Wir haben jetzt hier den Break vor der nächsten Hook, das merkt man schon genau. Oder der ersten Hook. Military. Hä? Oh. Wow. Bang. Ey, das ist ja mega krass. Wow. Geil. Wow.
Das ist hier schon eine Ansage. Ach, ich habe schon wieder den Untertitel. Das sind richtige Bad Boys. Sieht man direkt, ey. Ja, krass, okay. Klar, dass sie so eine Scheiße machen. Klar, dass sie die ganzen Skandale hatten. Die sehen nicht nur aus wie Bad Boys, das sind und sind wahrscheinlich immer noch Bad Boys. Krass, Alter. Ich bin gerade echt ein bisschen überfordert hier. Ja, auch dieser Break von dieser voll überladenen Strophe und so weiter und dann so ein bisschen zurück. So ein sehr war ja fast nix in der Hook am Anfang. Ja, aber ich habe auch mit der Hook so nicht gerechnet. Ich dachte, da geht jetzt bald so krass dancig, EDM-hausiger, dass jetzt so voll die Clubnummer kommt, so boom, boom, Techno-Ding. Und dann ist so... Ja, aber produktionstechnisch war es aber clever, weil vorher alles schon so voll war, da dann zurückzubrechen und dann wieder in so ein Dance-Break-mäßig Dance-Part in den zweiten Hook-Teil das nochmal ein bisschen mehr Tempo dann reinzubringen. Aber cool. In der Strophe kannst du da mal reingehen nochmal, weil dieses eine Instrument interessiert mich total, was es ist. Aber da war auch wieder so ein Blubber-Ding. Ja? Ja, so ein Blubberizer. Ja, genau. Aber das meinte ich nicht. Das Map. Ja, das ist irgendein synthetischer Sound, der so angelehnt ist an so eine Brass-Section, an so eine Bläser-Sektion. Ja, das ist... Hätte ich halt auch reinmachen können. Ja, hätte man ein bisschen tiefer pitchen. Ja, ein bisschen könnte man das wirklich machen. Ist aber halt wie so eine Brass-Section, also eine Bläser-Sektion, die da das Ganze so ein bisschen in dem unteren Mitten-Bassbereich einsetzt. Was? So schöne rosa Haare. Ja, die Frise. Soll ich die auch ja, das sieht halt geil aus, wie der hier sitzt. Boah, geil. Das ist seine Stimme, die hier so vorgesetzt wird. Der sieht ja gar nichts. Nein, die sehen alle nichts eigentlich. Bei ihr ist die Frise ein bisschen verrutscht. Ja, nur weil sie sich gerade bewegt hat. Ja. Das ist ja mega geil. Ich will so eine Frisur haben. Okay, ich will zu so einem K-Pop-Star. Ist er dann auch so rumgelaufen? Geil. Wow. Was? Geil. Geil. Hä? Ist das Double Time? Ja. Ganz kurz hier und dann noch mit diesen, die Kick auch genau drunter gesetzt auf. Geil. Und zwischendrin, das ist immer die Hi-Hat, die so. Das ist die Hi-Hat. Claps. Das heißt, wir kommen in den nächsten Part, die Military Drums. Und Break. Und los. Ja, das ist aber vom Aufbau wieder so klassisch, ne, dass wir die Military-Dinger Snare drin haben, dass wir so langsam hingeht, alles rausnehmen. Aber das ist halt geil, dass man so in die Hook reingeht. Der ist auch noch schwarz geschminkt, ne? Mhm. Die sind alle eigentlich sehr schwarz geschminkt. Auch geil hier auf die Bang Bang diese Hi-Hats wieder reinzumachen, diese, ich glaube 32, nee 16, weil wir sind hier im sehr, sehr schnellen Tempo sind. Dieses das ist ein Dirty South Hi-Hats. Ja, achso. Ich wollte gerade sagen, wieso habe ich einen Untertitel aus, aber da war keiner.
Was geht jetzt ab? C-Part. Ganz was anderes. Ready or not, we don't give a what. Ready or not. Whoopam Gangnam Style. Wow. Ja, so habe ich mir die Hook vorgestellt. Ja, ich auch. Wow. Shit, richtige Partynummer, ey. Auf einmal ist es eine richtige Party-EDM-Techno-Ding geworden hier. Richtig krass. Ey, wer nachts um 4 abonniert diesen Kanal? Das Geile ist, ihr seid genauso verrückt wie wir hier. Also geil. Danke. Ja, die Jungs hauen ja so auf die Kacke. Geil. Heftiges Teil, Alter. Wir haben das jetzt auch wirklich zum ersten Mal gehört. Das war jetzt so Dance Break-mäßig am Ende nochmal richtig auf die Kacke hauen. Hat auf jeden Fall funktioniert und Bock gemacht. Krass Ding, Alter. Heftig. Die Jungs haben aber auch wirklich diesen, ich weiß nicht, weil wir jetzt natürlich diese ganzen Storys schon gehört haben mit Sexscandal und so. Aber Ja, aber wenn du dir jetzt mal so Big Bang mit BTS vergleichst. BTS, die sind so zart und weich und lieb Ja. und Fantasy bisschen. Ja, aber die sind schon netter. Ja, die wirken direkt netter, ja. netter Ja, und ja. braver Ja. im Vergleich zu denen. Ja. Die wirkten da direkt so Bad Boy, aufs Maul, komm her. Gut, das war jetzt nur eine Nummer, die wir gehört haben. Wir checken auf jeden Fall auch noch die andere Nummer von denen ab. Wie heißt sie? Fantastic Baby. Fantastic Baby. Butch hat da seinen Schlafwandelanfall. Genau, auf jeden Fall kommt da einiges noch. Also wie ihr seht, wir arbeiten uns langsam auch in der Zeit zurück. Es dauert halt ein bisschen. Natürlich gehen wir auf eure Wünsche ein. Wir haben ja unsere K-Pop-Liste, die wir in Kooperation mit K-Popern, die sich da auch auskennen, zusammen ausarbeiten, weil wir sind hier absolute Rookies, Noobs und Anfänger und alle Begriffe, die es dafür gibt, inklusive Butch, der interessiert sich für gar nichts außer Leckerlis und Chicken und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wie ihr seht, sind wir sogar noch in Time. Unfassbar. Richtig gut. Lasst auf jeden Fall auch weiterhin so fleißig Abos da, denn die große Aktion wird auf jeden Fall noch stattfinden, wenn wir hier auf Instagram die 100.000 haben. Ist kein Scheiß. Klingt ein bisschen größenwahnsinnig, klingt ein bisschen nach Big Bang. Bang, bang, bang. Aber liegt einfach daran, dass ich das so als Indikator nehme, ihr wisst es, um zu wissen, dass wir hier eine Plattform haben, dass wir als große Community eine riesen Aktion hier starten können, und zwar ein Casting, in dem wir hier eine Produktion starten mit Musikvideo. Allem danach, manchmal bimmelt das nicht mehr am Ende. Deswegen habe ich meinen Ausbruch gemacht. Geil. Mit einer Riesenaktion von wegen wirklich hier die Produktion, das Jury, Casting mit euch zusammen. Die ganzen Community wird eine Auswahl gestaltet, wer da gewinnt und sonst irgendwas. Also ein Riesenverlosung, Casting-Ding, super geil. Dann auch eben mit Musikvideo, Produktion, hier Song schreiben, la und auch das Ganze pushen. Deswegen brauchen wir zusammen, aber auch als Community einfach wirklich diese Plattform, diese Cloud mit T. Ich weiß nicht, ob man das versteht, wenn ich Cloud Ja, sage. weiß ich auch nicht. Wie kamst du eigentlich drauf? Naja, Ja, weil man das sagt. Man sagt Cloud. Also die Amis sagen Cloud. Außerdem habe ich den Song von Offset. Ah, stimmt. Mit Cardi B, Cloud. Ja, deswegen wisst ihr es bestimmt auch. Wir brauchen einfach die Reichweite und vor allen Dingen auch auf, eben, ich denke, dass Instagram, wenn Instagram 100.000 hat, dann sind wir hier bei YouTube locker bei den 3, 4, 500.000. 1 Million. Fake. Weil es so ums Verhältnis, denke ich, wird das ungefähr passen. Und das wäre halt richtig krass, weil dann bekommen nämlich alle anderen, die nicht in dieser Community sind, nämlich mit, was hier eigentlich abgeht, was für eine geile Aktion wir starten hier und was für eine überkrasse Musik-Community wir sind, dass wir uns von nichts hier so zusammengerauft haben, wirklich alles an Musik mitnehmen und dann selber einen Musiker an den Start bringen. Wäre das nicht geil, Alter? Das wäre richtig behindertkrank. Jetzt mal ohne Witz. Ja, klar. Ja, also ne, nicht. Stell dir vor, ich hätte 500.000 Abos, ja, Ja. auf YouTube. Was mache ich damit?
Einen Staubsauger verlosen. Einen Staubsauger verlosen, Fernseher verlosen, Sextoys verlosen, eine Uhr verlosen, irgendwas Geheimes, was in diesem Paket drin ist, verlosen. Das ist ja Quatsch, das macht ja keinen Spaß. Ja? Da hat einer was davon, das war's. Aber wenn wir hier als Community wirklich einen riesen Lärm machen, wir dann hier jemanden die Plattform geben, jeder das Ganze noch unterstützen kann, konsumieren kann, hören kann, pushen kann, sagen kann, ich war dabei, ich habe den mit ausgewählt, Alter. Geil. Ist doch krank. Ist richtig geil. Und das dann wirklich noch aus eigener Kraft, weil wir hier das selber stemmen. Ich hier mit meiner Audioagentur, mit Campera Media, das ist halt wirklich etwas, das habe ich so noch nicht gesehen. Da machen andere mit 500.000, ja, die holen sich dann irgendwelche, weiß ich nicht, noch Leute, die sowieso schon eine Reichweite haben, ob das irgendwelche Gesangstalente, also Rapper sind oder Sänger, die es schon gibt, die eh schon Reichweite haben, die sich dann reinzuholen, um selber dann irgendwie besser dazustehen. Und vermeintlich etwas Reputation sich damit aufzubauen, ist ja Quatsch. Ich will euch meine Expertise, mein Profi-Dasein, also das, was ich halt alles schon kann und hier dieses Studio, was hier steht, was ich hier aufgebaut habe aus dem Nichts, möchte ich mit euch teilen und euch die Chance geben, die noch nicht die Chance dazu hatten, ja. Und auch, klar, es fragen immer wieder mal Newcomer, ja, checkst du auch Newcomer ab und so weiter, das habe ich auch schon mal angeschnitten, das Thema. Mache ich nicht, aus dem einfachen Grund, dass es vielleicht nicht immer zum Vorteil ist für die Newcomer, wenn ich euch noch nicht mal dieser großen Plattform, so wie ihr die Sachen produziert habt und geschrieben habt, vielleicht dann präsentiere, kommt ihr vielleicht nicht unbedingt gut weg. Ja? Also nicht negativ gemeint, sondern vielleicht habt ihr einfach was ganz anderes im Sinn gehabt, was ihr erreichen wolltet und gar nicht den Mainstream abgreifen wollt. Und wenn ihr das nämlich nicht wollt, dann macht das keinen Sinn, es einer großen Masse zu zeigen, weil die wird das dann einfach nur in der Luft zerfetzen. So kenne ich das auch aus meiner eigenen Anfangserfahrung, sage ich mal, als Musiker, wo ich dann Sachen gemacht habe, wo ich dachte, wäre doch mal geil, wenn jemand mal irgendwas anders, komplett anders macht. Dann machst du es komplett anders, zeigst es den Leuten und die sagen, ja, ist doch Quatsch, Digga, versteht doch niemand. Ja, also nehmt mir das nicht übel. Ich habe da auch schon ein paar Leuten geholfen und Kommentare privat abgegeben. Privat mache ich das ganz gerne, weil da kann man sich dann nochmal austauschen und dann sich ein bisschen verständigen. Dann verstehen die Leute das vielleicht auch, was ich vor allen Dingen gemeint habe, warum ich bestimmte Sachen vielleicht nicht gut finde. Das ist aber was anderes, weil ich will jetzt nicht hier in Dieter Bohlen machen, mich hier hinsetzen und sagen, ja, du klingst wie ein Affenarsch im Sommer oder so. Ja, da hat ja keiner was von. Ne? So, also vielen, vielen Dank. Ich bin euch so viel dankbar und weiß, dass wir hier noch einiges schaffen. Das war jetzt ein mega langes Outro. Wir haben die Zeit gesprengt. Vielen, vielen Dank. Sagt mir, wie ihr es findet mit dem Timer übrigens. Denn wenn ihr den gut findet, dann gibt es vielleicht noch einen besseren. Bei 15.000 Instagram-Abonnenten. Ende. Ja, macht raus.